Bienvenidos El Calafate, Tierra de Glaciares, Land der Gletscher. Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Argentinien unterwegs und heute besuche ich den berühmten Gletscher bei Calafate. So, das hier ist mein Hostel, Calafate Hostel. Ist, glaube ich, das bekannteste Hostel in Calafate. Das Ding hier ist der berühmte Gletscher, Perito Moreno. Der Gletscher befindet sich 80 Kilometer entfernt von hier und kalbt in den Lago Argentino, an dem Calafate liegt. Und der ganze Ort ist auf Tourismus ausgerichtet. Auf der Hauptstraße reiht sich Tourveranstalter an Souvenirshop. Dazu liegt Calafate noch an der Ruta 40, die ich im vorletzten Video vorgestellt habe. Und ich habe mir sagen lassen, man kann hier die besten Mate-Tassen überhaupt kaufen. Ich hatte Mate-Tee ja schon in Chile vorgestellt, aber eigentlich ist es das Nationalgetränk Argentiniens. Das hier sind diese besonderen Mate-Tassen. Und natürlich Che, der war Argentinier. Hinten gibt es auch hier mit Che drauf. Oh, finde ich geil. Ja, vielleicht, ich trinke nicht so viel Mate, aber geil ist es schon. Das sind halt richtig cool. Es ist natürlich ganz angenehm, der Wechsel zwischen untouristischen Plätzen und dann sowas. Weil hier gibt es jetzt alle möglichen Sachen zu essen und die haben auch immer offen. Gestern Abend war ich auch erstes Essen, habe ich hier mir was gegönnt, nachdem es in Rio Gallegos gar nichts gab und ich 3 Tage Empanadas gegessen habe, habe ich es mir gestern gegönnt und bin in so ein schickes Restaurant gegangen. Hier gibt es voll viele natürlich schicke Restaurants und das war so mit Motorrädern ausgekleidet. Das hat mir ganz gut gefallen und bin ich dann reingegangen und es war, also es ist ein gehobener Preis, aber dann zahlt man halt für ein Essen und ein Glas Wein hatte ich dann 12 € bezahlt. Ach, das ist alles viel angenehmer als in Chile. Ja. Ich hatte ja schon über das Geld hier gesprochen, 60% Inflation und so. Jetzt habe ich gerade Geld geholt und ich wollte es aber noch mal zeigen, weil es so witzig ist. Also der höchste Schein ist 1000, aber die haben den nicht immer da. Und das hier sind 350 €. Also es gibt kein Portemonnaie, wo das reinpasst. Das ist brutal. Heute fahre ich zum Perito Moreno Gletscher. Benannt nach einem Geografen, der hier in Patagonien sich einen Namen gemacht hat. Francisco Pacasio Moreno ist quasi ein Bruder im Geiste, denn er war ein Reiseliebhaber schon von jungen Jahren und hat dann Patagonien erkundet und kartografiert teilweise. Zumindest hat er die Grenzen zwischen Chile und Argentinien bisschen ausgelotet. Und der Gletscher, ja, alle, die ihn gesehen haben, sagen ja, das ist der beste Gletscher von allen. 80 Kilometer sind es bis dahin. Bisher ist die Straße asphaltiert. Mir hat jemand gesagt, es soll Schnee liegen auf dem Weg. Keine Ahnung. Es sind jetzt 3 Grad, das ist schon möglich, dass es eisig ist. Muss ein bisschen aufpassen. Ich habe mir Cadena Liquida gekauft. Das ist flüssiges
flüssige Schneeketten als Spray. Das macht man auf die Reifen und dann hat man mehr Grip. Es wurde mir schon auf Feuerland empfohlen, aber da habe ich es nicht bekommen. Jetzt habe ich es hier bekommen, ich habe es dabei. Wie gut es ist, kann ich selber noch nicht beurteilen. Die Leute hier sagen, es ist gut. Und bei Amazon habe ich auch mal nachgelesen, da waren die Leute auch ganz begeistert. Es ist zumindest ein bisschen was. Also schauen wir mal, wie es läuft heute. Wetter ist jetzt nicht überragend, aber soweit ist es okay. Man kann die Landschaft, glaube ich, schon genießen. So, jetzt bin ich hier am Eingang vom Nationalpark und hat mich gerade der Security Guide informiert und hat mir Bilder gezeigt, dass da Schnee liegt auf der Straße, und wenn ich reinfahren will, kann ich das machen, aber ich muss ein Dokument unterschreiben, dass ich auf eigene Verantwortung fahre und dass, wenn mir was passiert, mir keiner hilft. Ich weiß jetzt nicht so genau. Ja, er sagt, normalerweise ist es nur erlaubt, mit Schneeketten reinzufahren. So, ein bisschen widerwillig drehe ich um. Man könnte wahrscheinlich schon reinfahren, aber angesichts dessen, dass ich alleine bin, mir dann was passiert, ist es halt scheiße. Vielleicht sollte man keine zu großen Dummheiten machen. Er hat gesagt, hier ist es trocken, aber wenn man weiterfährt, er hat mir Bilder gezeigt, da liegt richtig Schnee auf der Straße und er hat gesagt, es ist eisig. Yeah. Ich weiß es halt auch nicht. Man kann jetzt nicht einfach reinfahren und gucken, da muss man einen Eintritt bezahlen. Und ja, bei dem Eis ist es halt auch so, da liegt man schnell auf der Nase, bevor man das realisiert, dass es eisig ist. Jetzt kann ich natürlich noch mal verlängern und so eine Tour machen einfach. Ich frage mal im Hostel. So, schönen guten Morgen. Heute ist es soweit. Ich mache die Bustour zum Perito Moreno. Zweiter Versuch. Das sollte klappen. Es ist 8:45 Uhr, es ist noch dunkel. Ich habe meinen Rucksack gepackt, habe gefrühstückt und bin bereit. Erster Stopp haben wir hier nochmal an der Lagune gehalten. Nachts ist das Schild beleuchtet. Und die Flamingos sind aber auch schon da. Und hier geht die Sonne ganz nett auf. Der See, an dem sich Calafate und auch der Gletscher und so befindet, ist der Lago Argentino. Und es ist der größte See in Argentinien. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich gestern war, und zwar am Eingang von diesem Nationalpark. Es ist wie überall, als Europäer zahlt man mehr. Ich habe jetzt 2.512 € Eintritt bezahlt. Ja, aber Wetter heute ist überragend. Viel besser als gestern, das hat sich schon mal gelohnt. Und die Leute sind auch nett, kann man sich nicht beschweren. Jetzt gibt es den ersten Blick auf den Gletscher. Und es ist der drittgrößte Gletscher Argentiniens.
Straße ist ein bisschen eisig, aber ich glaube, das hätte man bisher noch fahren können. Man weiß es halt nicht. Man sieht es halt nicht und liegt dann auf der Nase. Ich bin jetzt nicht unfroh, dass ich hier mit dem Bus fahre, weil man sich immer wieder aufwärmen kann. So, der Perito Moreno Gletscher. Die Besonderheit ist, dass der nicht schrumpft. Alle anderen Gletscher schrumpfen. Aber der bleibt ungefähr gleich. Ja, und wir machen jetzt eine Bootstour. Dann kommt man am nächsten dran bis 300 Meter an die Gletscherwand. Das ist auch das Besondere, dass man eben so nah daran kann. Wettermäßig kommen hier die Wolken runter. Es wird nicht gerade besser. Da drüben scheint die Sonne. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Ändern kann ich es eh nicht. Aber man sieht, hier ist doch ganz schön Schnee auf der Straße. Ich glaube, das hätte man schon noch geschafft mit dem Motorrad. Aber jetzt ist es so, und das ist, was ich sagen kann, es ist arschkalt. Und das ist unser Boot. Die Eiswand ist 50 Meter hoch und ich weiß nicht, wie es so rüberkommt im Video, aber das ist brutal. Und der bewegt sich einen halben Meter pro Tag. Wir haben hier auch in unserer Gruppe Richard und Anneliese, die aus dritter Generation. Zweite Generation. Also der Großvater ist nach Argentinien ausgewandert und deswegen sprechen die beiden auch Deutsch. Und dann haben wir noch Etienne aus Syrien. Und sie ist zweifache Olympionikin im Turnen. Also hoher Besuch hier und sehr nette Leute. Tschüss. Tschüss. Und noch ein Fun Fact zum Namen von dem Gletscher, Perito Moreno. Perito heißt Experte, habe ich jetzt rausgefunden. Und er war eben ein Geograf, das habe ich ja schon gesagt, und ein Traveler, also ein Reisender. Und hat sich mit Patagonien viel beschäftigt und er hat den Lago Argentino entdeckt. Allerdings hat er den Gletscher nie gesehen, weil der See so groß ist. Den Gletscher hat er nie erreicht, aber er ist nach ihm benannt jetzt. Und es war eben so, dass als Patagonien dann besiedelt wurde und Argentinien und Chile sich einigen mussten und dann hat er mit dem Experten von Chile entschieden, dass die Grenze auf dem Andenkamm quasi entlang verläuft, auf dem höchsten Punkt.
Hier ist jetzt die La Ruptura, also die Stelle, wo das Eis, wo der Gletscher kalbt. Sowas wollte ich schon immer mal sagen. Man weiß aber nicht, wann das passiert. Man hört ihn auch donnern, aber es kann auch innen drin nur sein. Und wenn man Glück hat, sieht man hier was reinplatschen. Es hört sich an, als wenn jemand schießt. Hört ihr das vielleicht? Und mit den Bildern vom spektakulären Perito Moreno Gletscher verabschiede ich mich von diesem Video. Ich wollte mich noch für die Unterstützung bedanken bei Oliver, Ulf und Jörg. Vielen Dank, super nett. Und es gibt noch ein zweites Video aus Calafate, denn ich habe hier nicht nur Sightseeing gemacht, sondern auch meinen ersten Ölwechsel. Und dabei ist mir wieder was im Hinterrad aufgefallen. Ist eine never-ending Story. Das gibt's im nächsten Video. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Hier kracht's immer. Das ist aber oft innen. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Rudi.